In dieser Folge wird es richtig dreckig. Eieiei, in dieser Folge wird es richtig wild. Wir haben uns um dieses Forstauto, will ich fast sagen, gekümmert. Hinter mir ist er schon fertig. Mo, spul mal zurück und zeig den Zuschauern mal, wie schlimm die Karre aussah. Und da kommt er an, stolz wie Bolle, aber ganz ehrlich, das Auto passt irgendwie zu ihm, finde ich. Abgesehen jetzt mal vom Zustand, also Forstauto hat schon ganz gut getroffen. Das Auto hat wirklich gearbeitet. Also für mich fast die Definition eines Nutzfahrzeugs. Guckt euch mal den Vorherzustand an. Grün und braun in allen Ecken und Kanten. Also, das war eine Herausforderung. Auch der Innenraum hat echt viel gelitten, teilweise wirklich auch schon kaputt. Da müssen wir mal gucken, was da überhaupt noch geht, aber sauber bekommen wir ihn auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich im Moment dreckiger finde, außen oder innen. Muss man mal gucken, die Aufbereitung wird es zeigen. Ja, Zukunfts-Nico wäre ich jetzt gerne der euch gerade gesagt hat, alles auf Anfang, denn jetzt ist hier noch gar nichts passiert. Zustand habt ihr gesehen, wir haben hier einiges zu tun und wir machen uns jetzt vorab, wie immer, mal ein paar Gedanken, was wir jetzt machen wollen, in welcher Reihenfolge es Sinn macht und was wir vielleicht auch lassen. Standardvorgehen, wer unsere Videos kennt, ist ja einmal durchsaugen, Trockeneis und dann um die Oberflächen kümmern. Aber wenn ich mir den Zustand hier angucke, mit dem wirklich dicken Dreck, der hier überall liegt, weiß ich genau, wie meine Halle und auch der Rest des Autos und auch die Autos hier um uns herum aussehen würden, wenn ich jetzt hier nur einmal grob durchsauge und das alles mit Trockeneis wegschieße. Das heißt, wir werden hier eine Mehrstufenreinigung durchführen müssen. Wir werden erstmal den losen Dreck mit dem Staubsauger entfernen, Staubsauger, Pinsel, was wir auch immer alles zur Verfügung haben, um den losen Dreck zu entfernen. Dann werden wir die ganzen Ritzen und Kanten und die Oberflächen einmal vorreinigen. Ganz oldschool mit Pinsel, wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal mit Dampf, um einfach die Reinigungsleistung zu unterstützen. Dann sind wir zumindest schon mal auf Basic-Stand. Dann kümmern wir uns um die ganzen Polster, dass wir die wieder ordentlich sauber bekommen. Also alles, was dann noch die Oberflächen mit anspritzen kann beim Reinigen, wird danach als nächstes erfolgen. Und wenn wir damit fertig sind, dann müssten die restlichen Oberflächen getrocknet sein. Dann können wir endlich Trockeneis einsetzen, um nochmal bis in die letzte Pore Reinigungsleistung zu erzielen. Dann kommt nochmal final das Abwischen aller Oberflächen, Scheiben putzen und dann sind wir wahrscheinlich fertig im Innenraum. Und so schnell, wie ich das jetzt erklärt habe, glaube ich, geht es am Ende nicht. Aber damit wir auch das schaffen, würde ich sagen, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken, wir fangen an. Los ging es erstmal mit dem Absaugen des losen Drecks, damit wir die Partikel oder die Krümel, die durch die Gegend fliegen, bei der intensiven Trockenreinigung, sage ich mal, nicht durch die Gegend schießen können. Das heißt, erstmal einmal grob die losen Partikel wegsaugen und dann geht es weiter ans Feinsaugen. Um erstmal nicht so viel Schmutz aufzuwirbeln, du wirst nämlich gleich sehen, warum ich das sage, nehmen wir einen Akkuschrauber mit einer Drillbrush, also mit einem Bürstenaufsatz, um aus den Ecken und Kanten und der Tiefe des Teppichs erstmal den Sand rauszubekommen. Wenn wir nämlich direkt eine Reinigungsimpulspistole, also Tornado genannt, benutzen, dann haben wir das Problem, dass alles durch die Gegend fliegt und man muss auf jeden Fall eine Schutzbrille tragen, weil man sonst in den Augen hat. Du wirst gleich sehen, warum ich das sage und was ich damit meine. Da ist es. Hocheffektiv mit dem Tornado, also man bekommt wirklich den Sand aus jeder Ecke und Kante. Das mache ich aber am liebsten erst, wenn wirklich schon der Großteil entfernt ist, weil hier fliegt es richtig, man sieht schön in der Kamera, wie uns alles entgegenfliegt. Deswegen da einmal wirklich gut vorsaugen, weil ansonsten ist nicht nur die ganze Oberfläche dreckig, sondern du selbst auch. Ja, für die oberen Flächen haben wir uns erstmal mit dem Pinsel und dem Staubsauger bewaffnet, um den ganzen groben Staub, Sand und Schmutz, der jetzt auf den Oberflächen lag, vom Teppichsaugen zu entfernen, bevor es dann an die weiteren Oberflächen ging. Anschließend ging es an die Polster. Wir haben den Akut SOS
Teppich-Cleaner verwendet. Großer Vorteil, der schäumt weniger, das heißt, wir haben nicht so viel Probleme, den nachher rauszusaugen mit dem Sprühextraktionssauger. Aber erstmal wurde mit Dampf die Reinigungsleistung nochmal ein bisschen verstärkt, geboostert nach der Einwirkzeit, damit wir noch mehr Reinigungsleistung haben und diese wirklich ja wahrscheinlich selten oder noch nie gereinigten Sitze sauber bekommen. Denn ihr seht es schon hier im Sprühextraktionssauger-Aufsatz, wie viel Schmutz da aus den Sitzen rauskommt. Da waren auf jeden Fall 2-3 Runden nötig, bis die Sitze wieder ansehnlich waren. Wichtig dabei ist immer, dass der Reiniger wirklich komplett rausgesaugt wird, weil sonst kann er zu lange wirken und macht das Polster kaputt. Also so lange saugen, bis möglichst klares Wasser kommt. Natürlich, muss auf jeden Fall der ganze Schmutz raus sein, aber auch der Reiniger. Das sieht man ganz gut, wenn man durch diese durchsichtigen Bürsten, Saugaufsatz guckt. Da sollte relativ klares Wasser rauskommen. Dann seid ihr fertig und könnt aufhören zu saugen. Es sei denn, ihr habt einen Innenraumreiniger, der auspulvert, also der trocken rausgesaugt werden kann. Da gibt es 1, 2. Dazu aber unser Video zu Polsterreinigen, Hobby versus Profi nochmal angucken. Da haben wir genauso einen verwendet. Dann ging es an die glatten Oberflächen mit Pinsel, Scrubhead, Innenraumreiniger und Bürsten haben wir uns erstmal um den groben Schmutz gekümmert, damit, wie gesagt, das Trockeneis nachher leichtere Arbeit hat, beziehungsweise wir nicht wieder alles durch die Gegend feuern. Klassische Methode der Innenraumreinigung, erst vorgehen, danach mit Druckluft und einem trockenen Tuch alles trocknen. Das funktioniert sehr gut, haben wir ewig lange so gemacht, aber ich bin trotzdem froh um die Ergänzung mit Trockeneis. Wer kein Trockeneis hat, kann aber auch immer so arbeiten, gar kein Problem. Wie gesagt, wir haben es auch jahrzehntelang so gemacht. Übrigens, wenn ihr so ein speckiges, dreckiges Lenkrad seht, könnt ihr davon ausgehen, dass der Schmutz schon die Klarlack, also die Topcoat-Schicht beim Leder, ein bisschen zerstört hat. Das heißt, wenn es wirklich so stark glänzt, ist immer zu überlegen, ob man nicht zumindest danach die Topcoat-Schicht repariert, weil wenn wir den Schmutz entfernen, entfernen wir auch die darin gelöste Topcoat-Schicht. Das ist ein häufiger Fehlglaube, dass der Lederreiniger das tut. Klar, der falsche tut's, aber ein normaler Lederreiniger macht das nicht, sondern immer nur den Schmutz mit der gelösten Topcoat-Schicht. Und das war auch hier der Fall. Das Lenkrad ist zwar wieder relativ schön matt geworden, aber man sieht, wie abgegriffen und kaputt das ist. Und dann kam nochmal Trockeneis. Auch hier war ich extrem erstaunt, wie viel Schmutz noch aus den Ecken und Kanten kommt. Und zwar sowohl aus den Stoffteppichen als auch aus den Ecken und Kanten bei den Kunststoffverkleidungen. Also danach war auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Runde Saugen angesagt. Das war's mit dem Innenraum. Ja, aber es liegt doch noch ein ganz schönes Stück Arbeit vor uns. Wir wollen den Wagen jetzt so weit sauber machen, wie es geht, und ich glaube, bei dem Zustand ist mein Motto mal wieder gefragt: Vorwäsche, Vorwäsche, Vorwäsche. Und diesmal meine ich es wirklich wörtlich. Ich gehe davon aus, dass wir mehrere Runden Reinigung durchführen müssen. Das heißt, den Waschprozess einfach mehrfach wiederholen, damit der ganze Dreck aus den Ecken und Kanten und allen Ritzen, die wir hier so haben, wirklich auch entfernt wird. Die Felgen werden auch nochmal eine ordentliche Herausforderung, zumal, muss ich leider zugeben, das Ding hier werden wir mit unserer Bühne nicht hochbekommen. Das heißt, wir müssen die Felgen so gut es geht montiert, sauber machen, und ich würde sagen, damit starten wir mal und dann gucken wir mal, wie der Wagen aussieht, ob wir vielleicht noch Zeit haben, uns um den Lack zu kümmern, aber das müssen wir dann entscheiden. Ich würde sagen, Handschuhe an, Maske auf, Brille auf, ab an die Reinigung. Ja, der musste jetzt noch ein bisschen frieren, der Dicke, weil wir hatten noch ein paar Kundenaufträge oder andere Kundenaufträge zu machen. Da steht jetzt noch die Außenwäsche an. Innen ist er soweit fertig. Einmal final durchgesaugt wird, wenn er ganz fertig ist. Aber ihr seht ja, der hat jetzt ein bisschen Eis abbekommen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal starten und ein bisschen warm laufen lassen, damit der Lack nicht so kalt ist, damit unsere Reiniger überhaupt funktionieren. Also erstmal starten, ab in die Halle, warm werden lassen, dann geht es weiter an die Außenwäsche. An dem Fahrzeug war unsere perfekte Möglichkeit, mal ein paar verschiedene Vorreiniger gegeneinander auszuprobieren. Am Ende hat es für dieses Fahrzeug bei uns der FX Protect Gravity gemacht sozusagen. Der hat wirklich den extremen Schmutz gut gelöst. Da gab es auch ein paar andere, die hatten aber auch wieder Vor- und Nachteile. Das alles zu erklären würde den Umfang des Videos sprengen. Also hier Gravity aus der Sprühflasche für die unteren extrem schmutzigen Bereiche einmal vorgesprüht und danach aus der Schaumkanone hinterher. Einfach damit er länger auf der Oberfläche wirken kann und effektiver arbeitet. Wir sehen aber am Schaum, da war er jetzt nicht ganz so geil, also der Schaum war jetzt nicht wirklich schön satt und lange stehend, hat aber hier absolut gereicht, denn wir haben ja schon mal vorgesprüht und genug Reiniger auf der Oberfläche gehabt, um den Schmutz schon mal anzulösen.
Bei so verschmutzten Felgen mache ich immer einen kleinen Lösetest, das heißt, ich fasse einmal vorsichtig auf die Oberfläche und gucke, ob der Reiniger schon schafft, den Schmutz zu lösen. Am Stern hat es geklappt, in dem Bett oder ja, an den schmalen Bereichen war der Reiniger oder war der Schmutz sehr haftend, das heißt, da konnte ich schon von ausgehen, da brauche ich auf jeden Fall nochmal einen stärkeren Reiniger. Das hat sich beim Abspülen der Felgen bestätigt, also hier ist wirklich noch viel ungelöster Schmutz drauf, deswegen musste der säurehaltige Reiniger ran, Sonax Felgenreiniger sauer als Konzentrat. Da bitte Achtung, wenn man das am montierten Fahrzeug macht, muss man immer aufpassen, dass dahinterliegende Achsteile nicht so betroffen werden. Bei so einem, ich sag mal wirklich Nutz- oder Outdoor-Fahrzeug wie so einem Navara haben wir das jetzt in Kauf genommen, war auch okay, aber da unbedingt die Wirkzeit beachten, nicht zu lange und im Idealfall im demontierten Zustand. Auch für die Chromteile, die schon so leichten Oberflächenrost angesetzt haben, funktioniert die Säure sehr gut, um das zu lösen, aber da Achtung, bitte nur auf echten Chrom verwenden und ganz kurz wirken lassen, einmal einarbeiten, gleich wieder abspülen, dann funktioniert das auch. Am Ende gab es dann trotzdem nochmal eine Runde Flugrostentferner, also Felgenreiniger mit Wirkindikator, damit wir wirklich die letzten Eisenpartikel gezielt lösen, ohne unnötig die Oberfläche mit Säure zu belasten. Man sieht, der schlägt auch aus, deswegen war auch hier die Anwendung nötig. Wir haben auch hinten die Ladefläche mehrfach gebürstet. Am Ende zeigte sich, dass die Anwendung von Meguiar's Wash Plus sehr sinnvoll ist. Durch die leichten enthaltenen Partikel haben wir hier eine gute Reinigung gehabt, aber Spoiler-Alarm, ich musste am Ende trotzdem nochmal rübergehen, einfach weil die Ladefläche so schmutzig war. Und im nassen Zustand sehe ich halt einfach nicht, ob es wirklich sauber ist. Deswegen ja, hätte ich mir vielleicht ein bisschen Aufwand sparen können. Hat aber an der Stelle gut funktioniert, auch um Ritzen und Kanten mal durchzupinseln. Kleiner Geheimtipp Meguiar's Wash Plus. Gerade auch für die grünen Gummileisten und Fensterdichtungen hat das wirklich sehr viel Sinn gemacht, denn durch normale Reiniger und durch normale Pinsel konnten wir die Moosschicht nicht entfernen. Übrigens, falls du die Moosschicht nicht mehr siehst, wenn es nass ist, fühl einmal mit dem Finger rüber, dann wirst du es merken. Hier kam wirklich für mich an der Gummileiste nochmal eine harte Bürste zum Einsatz. Da bitte Achtung, nicht damit an Lack kommen, sondern wirklich nur gezielt am Gummi arbeiten und vor allen Dingen schon mal einmal das Auto vorher abgespült haben, damit du keinen Sand mit der harten Bürste am Fenster oder an die Gummidichtung einreibst. Am Ende kam nochmal ein Schaum drauf, einfaches Autoshampoo zum Waschen, damit wir einen höheren Gleiteffekt haben und auch nochmal eine verbesserte Reinigungsleistung. Und ja, Robert war mit am Start, habe ich noch gar nicht gesagt, obwohl man den schon ein paar Mal gesehen hat. Der hat uns bei diesem Projekt unterstützt, war auch sehr gut, hat Spaß gemacht und der durfte sich jetzt mal um die Wäsche kümmern. Brauchte natürlich einen Tritt, weil das Auto einfach verdammt hoch ist. Ja, wenn die Wäsche länger dauert als ein Poliergang, dann weißt du, du hast einen richtig genutzten Pickup gemacht. Bist du mal ruhig da. Auch nach dem Waschen, wenn man rüberfährt, das Auto ist eine einzige picklige Mondlandschaft. Also da ist gar nichts glatt. Das heißt, hier wird auch einmal wirklich geknetet. Nacktzustand ist, sage ich mal so, entsprechend dem Verschmutzungsgrad oder angepasst dem Verschmutzungsgrad. Das heißt, da machen wir jetzt eh nicht großartig was kaputt. Geht aber schön schnell mit der Claydisc hier, da spart man sich echt viel Zeit, geht einmal drüber und dann ist es wirklich annehmbar. Und dann schauen wir mal, ich bin echt gespannt, wie der am Ende aussieht, wenn er dann abgespült ist, ob der überhaupt sauber ist oder auf jeden zweites Mal waschen müssen bei den Dreckschichten. So, ich knete jetzt mal weiter, gerade die liegenden Flächen sind heftig und hier der untere Bereich, der ist wirklich richtig grob. Und dann sehen wir uns dabei und hören uns danach.
Auch um die Ritzen und Kanten haben wir uns nochmal gekümmert. Einfach mit dem Vorreiniger die Ritzen in den Einstiegen und Türfalz nochmal gründlich ausgepinselt. Klar, wir könnten das am Ende auch mit Trockeneis wegmachen, aber auch hier gilt das Gleiche. Wenn da wirklich noch fester, dicker Schmutz ist, den ich mit Trockeneis wegschieße, dann habe ich einfach den Nachteil, dass der ganze Schmutz überall im Innenraum auf dem Lack landet. Deswegen erstmal wegnehmen, was wegzunehmen geht durch die Wäsche und dann ging es weiter. Um Motorraum haben wir uns übrigens auch noch gekümmert. Den haben wir fast vergessen vor lauter Putzarbeit. Deswegen kam der im Nachgang nochmal. Dann ganz wichtig, nochmal den Lack ordentlich abspülen. Ja, und dann war der Motorraum auch schon fertig und der Wagen auch. Der Wagen ist jetzt sauber und tatsächlich ging das relativ gut für einmal waschen, wobei wir waren zu zweit jetzt dran und haben, glaube ich, auch Robert 2,5 Stunden bestimmt gewaschen. Man hört dich nicht, du hast kein Mikrofon. 2 Stunden gewaschen zu zweit. Also nicht ganz 4, weil nicht jeder gleichzeitig gearbeitet hat, aber 3 Stunden hätte man alleine locker gebraucht. Wir wollen jetzt mal schauen, ob es sich noch lohnt, den Wagen zu polieren, denn er soll verkauft werden. Er ist jetzt auf jeden Fall wieder sauber und ja, nicht mehr keimig. Jetzt ist halt die Frage, ob bei dem Lackzustand mit den zahlreichen Schäden eine schnelle Politur Sinn macht, weil der Kunde natürlich auch jetzt nicht mehr viel Geld in so ein Auto reinstecken möchte, weil jemand, der so ein Pickup kauft, ist in der Regel jemand, der sehr rational sein Auto nutzt und da jetzt nicht so viel Wert drauf legt. Deswegen werden wir jetzt mal schauen, ob eine klassische One-Step-Politur gleich mit Versiegelung einen Effekt hat und wir den bei so einem Auto vielleicht zu zweit in 1 bis 2 Stunden durchziehen können, weil alles andere macht keinen Sinn, weder fürs Budget noch fürs Ergebnis, weil wir halt viele Lackschäden haben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir probieren es aus. Testbot Time. Überraschend für mich, dass sich das wirklich gelohnt hat. Ich dachte, am Ende kommt raus, ach komm, Politur bringt jetzt nicht so schnell, lassen wir. Nee, hat wirklich einen guten Effekt gebracht, selbst nach dem Entfetten, deswegen ging es daran. Du hast gewonnen. Deine Seite sieht besser aus. Wobei ich bei dir auf der Seite vielleicht mal mit einem Medium Pad versuchen würde, das ein bisschen hitzestabiler ist. Vielleicht kommen wir dann da noch schneller zum Ziel. Das ist ja die Aufgabe bei dem Auto. Ich würde sagen, wir machen in der Mitte nochmal einen Testbot. Ja. Du mit einem anderen Pad, gleiche Politur. Jawohl. Und dann gucken wir, Wie es aussieht. Wie es aussieht und wie schnell wir dann dadurch sind. Wir suchen uns am besten eine Kante. Ich würde sagen, ich gehe hier oben mit ran, weil hier haben wir auch wieder eine Kante. Dann kann man auch wieder eine Kante mit vergleichen, weil nur Fläche macht ja keinen Sinn. Ja, oder Koti. Robby hat gesprochen, weiter geht's. Schauen wir mal, ob der Robert eine gute Idee hatte. Jo. Ich würde mal sagen, viel besser als hier und ähnlich gut wie drüben. Lässt sich jetzt natürlich nicht 1:1 vergleichen, aber so für sich allein betrachtet kann man das definitiv so machen. Im Sinne von, wie es wirklich schnell geht. Natürlich hat es jetzt hier nichts mit dem Detailing zu tun, sondern wie kriege ich möglichst schnell ein Fahrzeug verbessert vom Lackzustand. Richtig. Aber eine Sache müssen wir noch machen, bevor wir entscheiden können, was wir machen. Entfetten. Richtig.
Eigentlich macht es gar keinen Sinn, eine versiegelungshaltige Politur zu entfetten. Aber wir wollen in dem Fall jetzt wirklich mal die wahre Erscheinung des Lackes uns betrachten. Ganz einfach aus dem Grund, weil irgendwann ist die Versiegelung ja weg. Und dann hätten wir vielleicht Grauschleier oder Hologramme, je nachdem, welche Maschine wir nutzen. Und deswegen einmal beim Testbot gucken, was die Politur so wirklich gemacht hat. Deshalb einmal mit Silikonentferner lang entfetten und dann gucken wir uns das erstmal an, oder? Selbst wenn das Auto jetzt weggeht und verkauft wird und der Kunde sagt, es ist mir egal, schmier das Ding von oben bis unten zu, ich möchte, dass der rausgeht. Am Ende kriegt vielleicht doch jemand mit, dass der Wagen bei euch aufbereitet wurde und nach 3, 4 Wäschen ist da eine Hologramm- und Grauschleierparty. Und wenn das mit eurem Namen in Verbindung gebracht wird, erinnert sich keiner mehr daran, dass es um eine Verkaufsaufbereitung ging und das Ding nur glänzen sollte. Deswegen auch bei so einer schnellen Politur, wo man vielleicht nicht alle Regeln der Kunst beherrscht, sollte man so ein paar Grundregeln, wie dass wir kein Haze und keine Hologramme drin lassen, trotzdem berücksichtigen. Ja, und deswegen, super erklärt, entfetten wir. Drüben noch auf der P301-Seite, dann kommt nochmal ein finaler Vergleich und dann entscheiden wir, wie wir vorgehen. Robert, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Richtig. Deswegen machen wir jetzt Hälfte, Hälfte. P301 und OS 0206. gar nicht stolperig, aber P301 war auch mal stolperig, von daher. Genau, also wir machen Hälfte, Hälfte und gucken am Ende mal, was besser aussieht, weil ja, so richtig feststellen, was jetzt hier besser aussieht, können wir nicht. Wir nehmen auf jeden Fall beide einen weicheren Polierschwamm, als wir im Testspot genommen haben, weil wir in den Kanten noch ein bisschen Haze haben. Ja, man könnte jetzt nochmal mit einer 80er und 30er und auch mit einem Zahnstocher hier das Auto polieren, aber ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja wirklich mal Gas geben und in kürzester Zeit ein vertretbares Ergebnis hinlegen für das Auto. So machen wir das. So machen wir das. Also, Los geht's. Aufi. So viel vorweg, das mit dem Hälfte-Hälfte hat am Ende nicht geklappt, denn es wurde nochmal eine ganz andere Kombination. So ist das oft in der Fahrzeugaufbereitung. Irgendwie zeigt sich dann doch, dass die ersten Gedanken und die ersten Versuche gar nicht das waren, was wirklich am Ende funktioniert. Deswegen, ja, lass dich überraschen, wie wir am Ende wirklich vorgegangen sind. Hier siehst du schon mal unsere finale Kombination. Es ist ein weißes Rupes-Pad, weil der Lack doch überraschend anfällig für Haze und Hologramme war. Und die Rupes Uno Protect, also auch eine versiegelungshaltige Politur, die aber auch hier einfach einen schönen Glanz, ein schönes Ergebnis und trotzdem eine gute Defektkorrektur gemacht hat. Alle neue macht der Dezember. Wir sind jetzt hier ganz engagiert ans Werk gegangen, haben durchgezogen und haben festgestellt, wir haben leider durch die Zwangsexzenter Hologramme mit der mildesten Politur. Wir haben auch mal ein Glaze probiert, was wirklich nahezu 0 Schleifkörper da hat, selbst damit. Deswegen jetzt alles einmal geändert. Freiläufer-Exzenter, P301 bzw. OS und damit läuft's. Das heißt, das ist jetzt das tatsächliche Vorgehen, damit ziehen wir jetzt durch. Gucken mal, wie lange wir brauchen. Aber Glanz sieht man ja jetzt schon, kommt auf jeden Fall wieder und der Wagen wird definitiv besser aussehen als vorher. Und jetzt aber, Corinna, mach Jank, wir müssen fertig werden, wir sind zum Essen verabredet. Ja, letzte Handgriffe am Navara. Ich habe mich nochmal um die Pflege der Kunststoffteile gekümmert. Dafür einfach ein Motorraumdressing, in dem Fall Nanolex Engine Bay Dressing genommen. Grob aufgesprüht und dann mit dem Tuch schön verteilt. Das hat wirklich einen schönen Glanz gemacht, ohne es zu speckig zu machen und auch ohne es rutschig zu machen. Hat mir gut gefallen. Kleiner Tipp für, sag ich mal, außenliegende belastete Kunststoffe. Geht relativ schnell, spart Material, man braucht wirklich relativ wenig und macht ein schönes Finish. Auch die letzten Saugmaßnahmen nochmal im Innenraum natürlich, wenn ein Auto so lange steht, wir die Einstiege nochmal intensiv gereinigt haben, kommt da aus den Ecken und Kanten nochmal Staub raus, deswegen nochmal ganz gründlich mit dem Tornado alles intensiv gereinigt. Unser Pickup-Projekt ist fast am Ende. Wir haben uns jetzt entschieden, nach der intensiven Lenkradreinigung das Lenkrad noch mal ein bisschen zu reparieren. Einfach, damit es wieder schöner aussieht, nicht mehr so abgegriffen und aufgeraut ist. Der erste Schritt ist hier schon erfolgt. Ich habe Flüssigleder aufgetupft, damit die Oberfläche wieder ein bisschen Struktur bekommt, weil die teilweise glatt war. Auf der anderen Seite war die Farbe komplett runter und das Leder schon rau. Also haben wir einfach mal einheitlich das ganze Lenkrad abgetupft, um wieder eine oder einheitliche, schöne Struktur zu bekommen. Das trockne ich jetzt mit dem IR-Strahler, damit es einen Tick schneller geht. Und dann kommen
die nächsten Schritte am Lenkrad. Ansonsten sind wir schon relativ gut vorangeschritten. Noch die letzten Handgriffe und dann ist der Pickup auch fertig. Gesagt, getan. Am Ende habe ich das ganze Lenkrad mit Flüssigleder abgetupft, einfach um die Oberfläche wiederherzustellen und dann mit Leder Fresh selbst gemischt, also 70% oder je nachdem 60% Fresh, 40% Farbe ungefähr, in dem Fall schwarz, einfach in 2 bis 3 dünnen Schichten aufgesprüht. Nochmal einen kleinen Zwischenschliff gemacht, damit die Oberfläche von der Haptik und von der Optik an Originalzustand rankommt und dann mit Topcoat Matt, also Leder, Klarlack, wenn man so will, final versiegelt. Wir haben uns auch noch um den Soft Touch gekümmert, der sich hier ablöst. Da gibt es eine ganz gute Möglichkeit, den wieder zu ersetzen. Dazu will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Da gibt es ein eigenes Video, wie wir dabei vorgehen. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal bei den paar Bildern. Also bei dem Auto sind wir wirklich hin und wieder schon an unsere Grenzen gestoßen. Wir standen oft vor der Entscheidung, ist das noch Dreck oder ist es schon kaputt? Gerade im Innenraum war das wirklich heftig. Aber dass eine Reinigung innen und außen schon so einen großen Effekt bringt, am Ende mehr Effekt als eine Lackpolitur, habe ich auch selten erlebt. Geplant war gar keine Politur. Wir haben dem Auto trotzdem was Schnelles spendiert, um einfach mal den Glanz zu peppen. Ich glaube, das Vorher-Nachher kann sich absolut sehen lassen. Das Ding fährt glaube ich, gleich wieder in den Wald und sieht in der Woche genauso aus. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kann er verkauft werden und der neue Besitzer hat ein schickes Auto. Ich danke dir fürs Zuschauen. Du findest wie immer alle verwendeten Produkte hier unten in der Videobeschreibung. Also wenn du wissen willst, was wir benutzt haben, wann, klick einfach auf die Links. Es steht die nächste Detailing Convention an am 6. Mai 2023. Sicher dir jetzt sofort Tickets, damit du sicher dabei bist. Die Plätze sind begrenzt. Abonniere ansonsten den Kanal und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns. Hau rein.